Hallo zusammen, hier ist wieder Ole Kaiser von der Firma Kaiser Nienhaus und heute stelle ich Ihnen unsere Motoren der Serie Smart vor. Das Besondere an diesen Motoren ist, dass sie sowohl einen integrierten Funkempfänger, aber auch einen integrierten WLAN-Empfänger haben. Das heißt, diese Motoren lassen sich über unsere kostenlose KN Connect App, über die Wand- und Handsender, aber auch über einen optionalen Taster vor Ort steuern. Nun kommen wir zu Schritt Nummer 1 der Motorinbetriebnahme. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie drücken einen Vor-Ort-Taster für 10 Sekunden oder Sie schließen die weiße und schwarze Ader des Motors kurz. In diesem Fall haben wir uns für die Alternative mit dem Vor-Ort-Taster entschieden. Der Motor ruckelt und innerhalb von 5 Sekunden drücken wir die Stopp-Taste des Handsenders. Der Motor ruckelt zweimal und piept dreimal, das heißt, der Handsender ist eingelernt. Dann kommen wir zu Schritt Nummer 2 der Inbetriebnahme, nämlich die Laufrichtungsumkehr. Schauen wir mal nach, ob der Motor in die richtige Richtung fährt. Ich fahre nach oben und man sieht, die Welle bewegt sich nach unten. Heißt, wir müssen die Laufrichtungsumkehr nochmal durchführen. Dafür müssen Sie die Auf- und Ab-Taste des Handsenders 2 Sekunden lang gleichzeitig drücken. Der Motor ruckelt und in diesem Fall haben wir die Laufrichtungsumkehr erfolgreich durchgeführt und der Motor fährt nach oben, wenn er nach oben fahren soll. Dann kommen wir jetzt zu Schritt Nummer 3 der Inbetriebnahme, nämlich die Einstellung der Endpunkte. Der Rollladen befindet sich jetzt in der Mitte und wir nehmen uns mal zuerst die obere Endlage vor. Das heißt, wir fahren den Rollladen nach oben, indem wir die Taste lange drücken, die obere Taste. Und die letzten Zentimeter nehme ich jetzt mal im Tippbetrieb vor. Hier soll die obere Endlage sein. Um das festzulegen, müssen Sie einfach die obere und die Stopp-Taste 3 Sekunden gleichzeitig drücken. Der Motor ruckelt und piept und die obere Endlage ist festgelegt. Das gleiche jetzt für die untere Endlage. Heißt, wir fahren den Rollladen wieder nach unten, drücken lange die Taste und die letzten Zentimeter nehme ich erneut im Tippbetrieb vor. Ungefähr hier soll die untere Endlage sein. Das heißt, wir legen diese fest, indem wir erneut die Stopp-Taste mit der Runter-Taste drücken auf dem Handsender. Der Motor ruckelt und piept und die untere Endlage ist festgelegt. Der Motor hat außerdem einen integrierten Auflaufschutz. Dieser hat 3 verschiedene Modi. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, schaut einfach in die Bedienungsanleitung oder unter dem Video. Um diese Modi zu wechseln, müssen Sie einfach die P2-Taste, am besten die linke P2-Taste des Handsenders drücken, die Stopp-Taste und die Runter-Taste. Nun wurde zwischen den verschiedenen Modi gewechselt. Jetzt koppeln wir den Motor, den wir gerade eingestellt haben, mit der App. Das geht ganz einfach mit unserer kostenlosen KN Connect App. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Zuerst fügen wir ein neues Gerät hinzu. In diesem Fall ist es ein Rollladen. Da es sich um einen Antrieb der Serie Smart handelt, Artikel Nummer 14015, wählen wir hier die obere Kategorie aus. Dann gehen wir auf automatisches Scannen und fügen den Motor per Handsender zu. Das heißt, wir drücken die P2-Taste des Handsenders zweimal und ganz wichtig, müssen jeweils das Rucken abwarten. 1, 2 und drücken dann auf Weiter. Der Motor wurde gefunden, in diesem Fall KN Connect D890. Nun müssen wir das WLAN-Passwort eingeben. Und die Verbindung wird hergestellt. Wie man sehen kann, haben wir den Motor jetzt mit der App gekoppelt. Ganz einfach, Schritt für Schritt mit der kostenlosen KN Connect App. Wir drücken auf Weiter und jetzt kann man den Motor personalisieren. Heißt, wir können dem Motor einen Namen geben, zum Beispiel Fenster 1. Das Bild haben wir bereits hinzugefügt und drücken auf Fertig. Wir müssen natürlich noch einen Raum auswählen.
und haben den Motor gekoppelt. Perfekt. Jetzt ist mein Handy mit dem Motor verbunden und wie man sehen kann, lässt sich der Motor ganz einfach mit der kostenlosen KN Connect App beispielsweise in die untere Endlage fahren. Wenn ihr mehr über die Möglichkeiten von Szenen, Timern und Räume erfahren wollt, schaut gerne unsere YouTube-Videos über unsere kostenlose KN Connect App. Übrigens, nicht nur die Motoren der Serie Smart mit integriertem WLAN-Empfänger lassen sich mit der kostenlosen KN Connect App bedienen, sondern auch andere Motoren mit Hilfe von Unterputz WLAN-Empfängern oder unserem Smart Stick.